Der Beruf als Ingenieur hat den Vorteil, dass man seinen kleinen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zum Beispiel leisten kann. Mein Name ist Carla Albrecht, ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Simulationsingenieurin bei Danfoss. Ich bin Ingenieurin geworden, weil ich immer Spaß an Mathe und Physik hatte und mich Technik immer fasziniert hat. Mein Weg zur Arbeit sieht so aus, dass ich morgens zuerst meine Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringe. Das mache ich mit dem Fahrrad und für den Rest des Weges steige ich in die U-Bahn. Bei meiner Arbeit hier bei Danfoss spornt mich an, dass wir versuchen, Systeme effizienter zu machen und damit eben nachhaltiger. Und dass ich irgendwie so meinen kleinen Beitrag dazu leiste, dass unsere Welt ein bisschen grüner wird. Besonders schön finde ich an meiner Arbeit zum einen das eigentliche Programmieren und zum anderen der Nachhaltigkeitsgedanke, der dabei ist. In meinem Beruf muss man auch kreativ sein. Wir müssen eben Lösungen finden für Probleme, die sich stellen, und man muss immer schauen, wie man schon bekannte Dinge auf was Neues übertragen kann. Aktuell arbeite ich daran, eine Wärmepumpe zu simulieren, die besonders hohe Temperaturen leisten kann. Die Ergebnisse meiner Arbeit sind am Ende Modelle, die man miteinander beispielsweise vergleichen kann. Also wir können dann unterschiedliche Kältemittel verwenden und schauen, welches ist beispielsweise effizienter. Mein Job bringt sehr viel zeitliche Flexibilität mit sich. Ich kann entscheiden, wann ich morgens anfange und wie lange ich arbeite. Und auch wenn meine Kinder krank sind, dann habe ich die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Ich profitiere auch sehr von den Möglichkeiten, mobil arbeiten zu können. Teamarbeit ist mir sehr wichtig, da man neue Ideen kriegt, wenn man sich mit anderen austauscht. Und es macht großen Spaß, da wir ein internationales Team sind. Ich habe keinen festen Platz bei Danfoss. Es ist so, dass wir unterschiedliche Tische in unterschiedlichen Bereichen haben. Und je nachdem, wie man arbeiten möchte, kann man sich entsprechend was aussuchen. Wir haben beispielsweise auch kleinere Räume, in denen man ruhige Arbeit machen kann, wenn man sich besonders konzentrieren möchte. Aber auch größere Räume, in denen man dann auch Gespräche führen kann. In meiner Mittagspause essen wir in der Regel gemeinsam. Da kommt das ganze Büro zusammen. Und bei gutem Wetter gehen wir auch gerne noch raus. Besonders interessant ist es, bei Danfoss zu arbeiten, einmal weil wir so ein internationales Unternehmen sind und sehr viele Kollegen aus unterschiedlichen Ländern zusammentreffen, weil hier eine tolle Atmosphäre herrscht und wir in einem wirklich schönen Umfeld arbeiten. Meine beruflichen Zukunftspläne sehen so aus, dass ich gerne mein Wissen noch weiter vertiefen möchte, sowohl in der Simulation als auch in der Programmierung. Ich rate angehenden Bewerberinnen, es einfach zu versuchen. Bei meinem Job war es so, dass es beispielsweise als Vollzeitstelle ausgeschrieben war und ich habe mich einfach trotzdem beworben und den Job trotzdem bekommen. Die meisten Leute sind überrascht, wenn ich erzähle, dass ich Elektrotechnik-Ingenieurin bin. Es ist eher ungewöhnlich, als Frau Elektrotechnik zu studieren. Das finde ich schade und ich fände es schön, wenn sich daran etwas ändern würde. In meinen Augen gibt es keinen Grund dafür, warum Frauen nicht genauso gut als Ingenieurin tätig sein können.